Schön, dass ihr da am Donnerstag wieder mal Zeit habt für die Virtual Geek Mania, 4 bis 5 Uhr, mit der dritten Session zum Thema ein Cluster für KMUs. Ziemlich spannendes Thema. Wir hatten zwar von diesen 4 ersten Geek Manias oder Virtual Geek Manias für diese Session die wenigsten Anmeldungen gegenüber den anderen 3. Obwohl ich eigentlich das für das KMU-Land Schweiz eigentlich als eines der wichtigsten Themen finde und auch sehr interessant finde, was Microsoft da in den letzten Jahren erschaffen hat. Sie machen nicht alles schlecht, sondern zwischendurch auch mal was ziemlich Gutes. Und in dieser Session geht es also nicht unbedingt um die Konfiguration von Hyperconverged Clustern. Wir hatten ja an der letzten physischen Geek Mania eine Doppelsession, wo wir gezeigt haben, wie so ein Hyperconverged Cluster gebaut werden kann mittels PowerShell, also von der Erstellung der Nodes, der Cluster Nodes als Virtual Meshing bis hin zur Virtual Hard Disk Erstellung von den ganzen Storage Festplatten bis hin dann zum Bau des Clusters, des Hyperconverged Clusters haben wir das in einer Doppelsession gezeigt. Das Video ist immer noch verfügbar bei uns auf unserer YouTube-Seite für der iTrain GmbH. Einfach nach iTrain GmbH suchen auf YouTube, da findet ihr unseren Kanal bestimmt. Und da sind eigentlich alle Videos drauf der letzten gefühlt 2000 Geek Manias, die wir durchgeführt haben. Bevor wir aber so richtig ins Thema einsteigen, möchte ich ganz kurz anlässlich einer speziellen Tages heute noch etwas Wichtiges laufen lassen. Just wanted to wish you a happy birthday, Philip Altener. Let's make it great again. Have a great day, Philip. So, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Philipp. Schön, dass du es dennoch geschafft hast, heute dabei zu sein. So, ich schicke dir das Video gerne im Anschluss, wenn du das posten möchtest auf Social Media etc. Wobei, du musst dich ja Social distancen. Gut, steigen wir ein zum Thema ein Cluster für KMUs. Ich habe meinen Co-Speaker heute mit dabei, das ist Beat Brunner, einer meiner Mitarbeiter, Senior System Engineer und ist in diesem Thema zumindest mal unser Hardy, wo ich eher der Softie bin. Also wenn es um Hardware geht, dann wird Beat übernehmen und euch ein paar Dinge über diese Dinge erzählen. Wie gesagt, es geht nicht um den Grundaufbau eines Hyperconverged Clusters, das könnt ihr das Video anschauen von der letzten Geek Mania. Es geht wirklich darum, dass wir mal die Praxis Notes from the Field euch eigentlich publizieren oder sagen, wie wir das Ganze erlebt haben. Wir haben jetzt doch einige Projekte durchgezogen, wo wir einen Hyperconverged Cluster gebaut haben, genauer genommen einen Hyperconverged Two-Node Cluster. Da sind wir selbst mit dabei. Wir haben einen konzipiert für eine Umgebung, die dann von jemand anderem gebaut wurde und haben auch 2 weitere Umgebungen betreut und mitgeholfen, das Ganze aufzubauen. Und sind da auf ein paar wichtige Dinge gestoßen, die Microsoft natürlich nicht einfach so auf ihre White Paper schreibt, weil es teilweise halt eben auch etwas mit Hardware zu tun hat. Und genau über diese Themen möchten wir eigentlich in dieser Session sprechen, damit ihr nicht in dieselben Sackgassen geratet, wie wir vielleicht da ein bisschen geraten sind teilweise, weil wir die Erfahrung auch erst aufbauen mussten. Zum ersten Mal möchte ich etwas über die Evolution der Cluster erzählen. Also ich möchte da nicht zu lange ausholen, sondern einfach mal grundsätzlich erzählen, was die ganzen Begrifflichkeiten rund um die Cluster eigentlich bedeuten. Zum einen haben wir den klassischen Failover Cluster. Ein klassischer Failover-Cluster, den wir eigentlich schon seit Windows 2000 kennen, also schon wirklich ewig lange Zeit kennen. Und ein Failover-Cluster hat als einziges Feature, das er anbietet, halt wirklich nur das Failover-Clustering. Er ist weder Storage,
Also man braucht einen separaten Storage, um etwas darauf ablegen zu können, wenn man den dann wirklich für die Rolle braucht, die man clustern möchte. Oder man kann dann beliebige Rollen clustern, aber nicht Hyper-V. Weil Hyper-V braucht ja wieder einen Storage und man braucht natürlich auch die Virtualisierung, den Hypervisor auf diesem Node. Das heißt, Failover-Clustering an und für sich, da könnte man zum Beispiel ein DHCP-Failover, also nicht DHCP-Failovering in DHCP das Feature, sondern wirklich ein DHCP-Failover-Cluster bauen auf einem Failover-Cluster basierend, wo es natürlich wiederum ein Storage braucht, wo man irgendwo dann wieder beziehen müsste. Aber das ist so das klassische Failover-Clustering. Dann gibt's den Storage-Cluster, den man mit 2016, 2019 bauen kann. Der beinhaltet dann halt eben schon etwas mehr. Das heißt, Windows wird auch zum Storage. Man muss keine SAN mehr anschaffen, wie das früher klassisch der Fall war. Und dafür bedient sich Microsoft eigentlich dann diesem Storage Spaces Direct, auf welches wir später in ein paar Slides nochmals ein bisschen genauer eingehen werden. Also Storage Spaces Direct ist Microsofts Antwort auf eine SAN im Grundsatz. Dann gibt es einen Compute Cluster. Compute Cluster, da ist wiederum das Failover Cluster beteiligt und man hat einen Hypervisor installiert auf den Nodes. Das heißt, man ist in der Lage, VMs zu betreiben, hochverfügbar zu betreiben. Die werden dann aber nicht auf dem gleichen Cluster abgelegt, sondern auf einem separaten Storage. Das heißt, einen klassischen SAN zum Beispiel oder halt einen zweiten Microsoft Cluster, einen Storage Cluster, den man separat gebaut hat. Wenn man das so einsetzen würde, mit einem Storage Cluster in Kombination mit einem Compute Cluster, dann reden wir von einer Converged Cluster Umgebung, aber noch nicht Hyper-Converged. Ist nur mal Converged, ein bisschen so zusammengefasst. Hyper-Converged ist dann der nächste Schritt in der Evolution. Hyper-Converged Cluster beinhalten den Failover-Cluster-Dienst natürlich, das ganze Failover-Cluster-Handling, dann ein Hypervisor auf den gleichen Nodes und die Nodes sind auch gleich für den Storage parat und ausgelegt. Das heißt, auf den gleichen Cluster-Nodes läuft eigentlich alles. Man braucht keinen separaten SAN mehr und keinen separaten Storage mehr. Es ist alles eben wirklich zusammengefasst, hyper-converged auf den Cluster-Nodes, die den Cluster bilden. Grundsätzlich, eben wie schon angedroht, ein paar Worte noch zu Storage Spaces Direct. Was ist dann das ominöse Ding, welches uns am Anfang ein bisschen eher stutzig gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Im ersten Wurf, als es Microsoft rausgebracht hat, haben wir so gedacht, Microsoft soll jetzt auch Cluster können, ist das wirklich eine sehr gute Idee. Wir waren nicht begeistert, ehrlich nicht. Aber wir haben dann auch mit den Versionen, wo das immer wieder angepasst und verbessert wurde, keine Zahl, erst kamen wir einfach mal Storage Spaces und Storage Spaces Direct wurde dann mit 2016 eingeführt und mit 2019 nochmals erweitert und verbessert. Und da mussten wir eigentlich wirklich sagen, jetzt bei 2019 ist bereit für das Ganze. Das haben wir mal auf unsere eigene Umgebung implementiert, um das ein bisschen auszutesten und genauer zu schauen, haben uns einen zweiten Server gekauft, der nicht mehr der aktuellsten Generation von HP jetzt zumindest entsprochen hat. Aber wir wollten halt nicht zwei ganz neue Rechner einsetzen oder zwei ganz neue Server kaufen, weil der andere eigentlich noch relativ aktuell war. Und wir hatten das Glück, dass wir noch einen zweiten der gleichen Baureihe eigentlich finden konnten und haben den dann gleich ausgerüstet, aber hardwaremäßig dann mehr dazu von Beat. Grundsätzlich Storage Spaces Direct. Man nehme ein paar Server. Das können 2 Server sein, das können aber bis zu 16 Server sein, die wir da integrieren können. Und diese Server statten wir alle aus mit möglichst der gleichen Anzahl und der gleichen Größe von Festplatten. Also die haben diverse Festplatten verbaut. Wir sehen jetzt auch hier, das sind graue drauf, das sind Spindel-Harddisks drauf. Das symbolisiert natürlich auch ein bisschen das Verhältnis zu Cache. Das heißt, die grauen sind Solid State, sind schneller, oder NVMEs oder noch Persistent Memory PMEM, also schnelle Speicher, die für Caching ausgelegt sind, und die Spindel-Harddisk, jetzt in diesem Beispiel repräsentiert, könnten natürlich auch SSDs sein. Das wären unsere Capacity Disks, die auch wirklich die Daten speichern. Also man rüstet alle Hardware-Server mit der gleichen Anzahl von diesen Festplatten aus, Caching und Capacity Disks, und braucht dann kein fancy Cabling oder sonst irgendwas, sondern hängt die im Prinzip einfach über Ethernet zusammen. Werden wir nachher auch ein bisschen mehr noch erfahren von Beat, wie das Ganze mit diesem Hyper-Converged Networking vom Ansatz her funktionieren kann. Ich meine, da gibt es ja mit dem Teaming verschiedene Methoden, die Microsoft da anbietet. Mit 2019 ja auch das Set-Team, wo man ein Switch-Embedded Teaming erreichen kann, wo man dann eben auch die volle
Durchsatzrate von RDMA, von den Netzwerkadaptern, wenn sie das unterstützen, auch nutzen kann. Man braucht aber keine irgendwelche SCSI oder iSCSI oder sonst irgendwas an Kabeln, Ethernet pur. Und im Prinzip würden auch ein paar wenige Ethernet-Adapter reichen und genügen, die man dann einfach eben zu einem Team zusammenfasst. Und von wegen, was für Speeds was es braucht für die Storage-Verbindung, da wird dann Beat sicher noch zwei Worte darüber sagen. Aber grundsätzlich nichts Fancyes, sondern einfach ganz normal über Ethernet. Wichtig ist auch zu wissen, auf diesem Beispiel sind jetzt 3 Server zu sehen, 3 Nodes, aber geht mal davon aus, KMU-Land Schweiz, und das haben wir bis jetzt auch nur meistens so gebaut, haben ja 2 Nodes, die möglich sind. Der Vorteil von 2 Nodes ist ganz klar, man verbindet sie direkt, man braucht keinen 10 Gigabit Switch oder sonst irgendwelche fancy Zusatznetzwerk-Hardware, sondern man kann sie direkt miteinander verbinden, Crossover, und dann funktioniert das schon wunderbar. Nachdem das gemacht ist, bildet man eigentlich als nächsten Schritt aus diesen 3 oder 2 oder 16 Nodes einen Cluster. Also man fasst die zusammen unter einem Clusternamen und einer Cluster-IP. Und dann aktiviert man Storage Spaces Direct. Das ist im Prinzip ein PowerShell-Befehl, und mit diesem PowerShell-Befehl macht er nichts anderes, als sich jegliche Festplatten darunter von allen Nodes zusammenzukrallen und einen großen Pot, einen Pool daraus zu machen, einen Storage Spaces Direct Pool, den wir dann haben. Und den managt er automatisch wie ein SAN mit seiner Software, die darauf läuft, ja auch seine Festplatten irgendwie verwaltet. Also es ist ja nicht ein SAN-Rad, das bei einem SAN, bei einem Hardware-SAN wirkt. Das ist ja auch eben eine Software, die das Ganze verwaltet. Und hier ist es halt einfach die Microsoft Windows Software, die das Ganze verwaltet. Und das eigentlich wirklich sehr gut macht mittlerweile. Dieser Storage Pool, der jetzt da gebildet wurde, auf dem müssen wir natürlich jetzt auch noch, das ist nur mal ein Pool, müssen wir jetzt Volumes bauen, also im Prinzip Loons bauen. Und diese Volumes, die können beliebig groß sein. Wir können auch definieren dann bei diesen Volumes, wie wir die vom Ausfalltoleranz her, Fehlersicherheit, Fehlertoleranz etc. auslegen möchten. Wir kommen da später in dieser Session noch darauf zu sprechen, was denn das für Fehlertoleranzmethoden sind. Das kann also eine Spiegelung sein, das kann eine Art RAID 5 sein und noch vieles mehr. Und je nachdem, wie diese Volumes dann ausgelegt sind, handhabt im Prinzip der Hyperconverged Cluster und Storage Spaces Direct darunter automatisch, wenn ein Node ausfällt oder einzelne Festplatten ausfallen. Und so können eigentlich dann kann der Betrieb aufrechterhalten werden, je nachdem, was man für eine Fehlertoleranzmethode gewählt hat für die Volumes. Gewisse Volumes sind dann vielleicht nicht mehr verfügbar, wenn ein Node tot ist, plus noch eine Festplatte von einem zweiten Node. Und bei gewissen anderen Methoden ist das aber überhaupt kein Problem. Wir können auch jederzeit das Ganze horizontal erweitern. Scale Out nennt sich dann das. Scale Out by Adding Nodes. Wir können also jederzeit weitere Cluster Nodes hinzufügen oder auch Cluster Nodes entfernen. Wir statten sie einfach gleich aus, führen dann einen PowerShell-Befehl aus oder gehen in Failover Cluster Manager und fügen dort den weiteren Node hinzu. Dann wird sich Storage Spaces Direct automatisch auch diese Festplatten krallen und den Pool erweitern. Da könnte man nachher auch die Volumes erweitern. Und wir können natürlich auch, dass die physischen Harddisks etwa gleich in Belastung sind, dann auch ein Rebalancing ausführen, damit diese Daten, Slabs, die da generiert und geschrieben werden, die dann verteilt werden können auf all diese Festplatten. Und schlussendlich haben wir dann einen 4-Node-Cluster. Und das geht eigentlich ziemlich zack, zack. Wie das Ganze mal in der Praxis aussieht, in einem Beispiel möchte ich kurz in einer Demo zeigen. Für das gebe ich mal meinen Bildschirm frei. Ihr solltet jetzt ein Windows Admin Center sehen von unserer oder meiner Lab-Umgebung. Das ist ein virtueller Two-Node-Cluster, den ich da mit Nested Virtualization erstellt habe. Wir sehen hier erstmal auf dem Dashboard, dass diese 2 Maschinen und auch Drives und Virtual Machines, wo ich halt keine habe jetzt hier, eigentlich alle healthy sind, also alles ist gut. Memory-Auslastung momentan, ja, weil es halt virtuelle Maschinen auf meinem Laptop sind, habe ich da nicht unbedingt extrem viel Memory gegeben. Ist also schon relativ gut ausgelastet. Ich habe unten auch die IOPS, die ich sehen würde, wenn da jetzt viel laufen würde, wenn da eine virtuelle Maschine laufen würde. Und diese IOPS ist eigentlich vor allem die goldene Zahl, die macht einen Cluster performant oder eben auch nicht. Und da ist es eben dann auch wichtig, dass die richtigen Komponenten mit dabei sind.
Unter Virtual Machines würde ich dann die virtuellen Maschinen sehen, erstmal als Summary oder dann eben auch im Inventar würde ich da jede einzelne sehen. Da habe ich jetzt halt relativ wenig, macht weniger Spaß. Unter Servers sehe ich alle meine Cluster Nodes und würde gleich sehen, wenn irgendwas nicht gut wäre mit diesen Cluster Nodes. Ich sehe dann auch die CPU-Auslastung von beiden und die Memory Usage von beiden. Könnte hier erstmal die physischen Drives mir anschauen. Ich habe jetzt in diese beiden VMs insgesamt 68 Drives verbaut, einfach weil ich es kann. Und ja, habe jetzt eigentlich theoretisch bis zu 31,3 Terabyte Speicherplatz, den ich da freigeben könnte. Man sieht hier momentan sind 21,5 Terabyte benutzt, also von Volumes belegt, nicht mit Daten belegt, weil sonst würde mein Laptop nicht mehr so fröhlich vor sich hinlaufen. Wir haben noch fast 10 Terabyte zur Verfügung, die ich in Volumes dann aufsplitten könnte. Dann sieht auch diesen schraffierten Bereich, die Reserve, die sollte man tunlichst nicht mit diesen türkisen oder grünen Banner füllen, weil diese Reserve sollte eigentlich vorhanden bleiben, damit wenn eine Festplatte kaputt geht, er sich wie automatisch heilen kann, also eine andere Festplatte dann die Daten wiederherstellen kann, übertragen kann und dass man nicht sofort eine Festplatte wechseln müsste, weil sonst wird es dann schon ein bisschen eng von der Zeit unter Umständen. So hat man ein bisschen mehr Zeit und kann das in Ruhe bestellen. Da sind auch Read- und Write-Cache, wenn etwas da laufen würde. Und unter Inventory sieht man auch sehr schön diese ganzen Festplatten. Wir haben hier diese insgesamt 4 SSDs, die für Cache benutzt werden. Und dann diese anderen Festplatten, diese 64, die für Capacity benutzt werden. Ich habe da ein bisschen beschissen auf gut Deutsch, weil im virtualisierten System werden eigentlich eine VHD nicht unbedingt als SSD erkannt. Ich habe da aber ein bisschen mich schlau gemacht, ein bisschen was ausprobiert. Mir war es dann möglich, auch in der simulierten Umgebung eine VHD, eine normale HDD eigentlich dem System gegenüber als SSD darstellen zu können. Und so kann man noch ein bisschen mehr spielen, vor allem so Festplattenausfälle, einer Cache-Disk auch mal provozieren und schauen, ob das Ganze wieder herstellbar ist. Also das sind mal die physischen Festplatten aller Cluster Nodes zusammengefasst. Und unter Volumes, da sehe ich jetzt, dass ich 3 Volumes habe. Und da könnte ich hier das Ganze auch noch genau mir anschauen. Ein Volume gibt es immer, das ist die Cluster Performance History. Da werden so History-Daten gespeichert, damit man eben auch diese Graphs über Monate oder Wochen zurück noch anschauen kann. Und damit er auch berechnen kann, was vielleicht in Zukunft als nächstes als Upgrade erforderlich ist, dass man mehr RAM braucht oder mehr Prozessorleistung, Festplattenplatz langsam zur Neige geht, etc. Also Trends zu erkennen. Und dann habe ich da 2 Volumes gemacht und das ist ein Nested Two-Way Mirror. Da ein bisschen mehr Informationen, wie gesagt, dann später. Unter Virtual Switches sehe ich, wie der Name schon sagt, meine virtuellen Switches, die ich da hätte. Hätte da die Möglichkeit, das Ganze an einen Azure Monitor anzubinden. Ich könnte Cluster-Aware Updating machen, also die Cluster Nodes aktualisieren, schön nacheinander und die Maschinen werden automatisch verschoben. Aber dazu auch Beat wird euch da noch etwas dazu erzählen. Mit Diagnostics habe ich noch Diagnostikinformationen zur Verfügung und der Performance Monitor, der ist ja ziemlich neu mit dem neuen Admin Center gekommen. Momentan sind wir aber bei der Version 19.10.2, wie Microsoft auch da immer darauf gekommen ist. Also eigentlich Jahr 2019, 10. Monat, 2. Release, der jetzt im April rausgekommen ist. Juhu. Hätte man ja einfach auch 2004 nennen können, aber sie sagen halt, es ist nur ein Bugfix und hat noch kleine Features, darum ist es Punkt 2. Naja, also hier hätte ich die Möglichkeit, Performance Monitoring zu betreiben, diverse Dinge abzufragen mit Countern, wie man es eigentlich auch vom lokalen Performance Monitor gewöhnt ist. Nur das Ganze auf einem ganzen Cluster oder auch per Remote für eine andere Maschine und viel performanter, als es lokal möglich wäre. Ansonsten, der Failover Cluster Manager, der existiert natürlich immer noch. Man sieht auch hier die Nodes, die Rollen, die darauf laufen, die Disks, die Storage Spaces Direct Pools etc. Und könnte hier auch alles konfigurieren. Aber einfach damit ihr mal seht, dass es nicht nur im Lab funktioniert, seht ihr hier mal unseren eigenen Hyperconverged Cluster, der Firma iTrain.
Wir haben auch lediglich 2 Nodes. Man sieht auch hier, die Belastung ist ungefähr bei 50% total. Also wir könnten noch einiges an Maschinen draufpacken, obwohl wir auch schon einige drauf haben. Nämlich insgesamt 20 VMs, die laufen für eine Firma mit 6 Mitarbeitern, also relativ zackig. Wir haben also über 3 Server pro Person. CPU-Usage ist praktisch nichts, also CPU ist meistens nicht das Problem oder der Flaschenhals, zumindest nicht bei normalen Applikationen, die auf den Servern laufen. Dann haben wir hier die VMs, die man sehen kann, mit dem Inventory. Ja, man sieht auch, welche VMs langsam am Anschlag sind. Da ist lustigerweise der Domain-Controller da ein bisschen am Anschlag. Wobei man sagen muss, wir hat denen auch mehr RAM Dynamic Memory gegeben und er hat einfach nur so viel genutzt. Und wenn er mehr braucht, kann er sich eigentlich wieder mehr holen. Also das ist eigentlich nicht unbedingt sehr tragisch. Was mich jetzt relativ entzückt ist, dass die beiden Exchange-Server so überhaupt nicht motzen mit dem RAM, sondern da sogar mal bei 60% liegen. Beat, unglaublich. Gut, die Server, auch hier die beiden Cluster Nodes, dann die Drives, da sieht man auch, da ist auch etwas an Cache am Laufen, wobei auch hier der Write Cache 0,1% voll, was sehr gut ist. Umso weniger Write Cache wir belegt haben, umso mehr kommt er schon auf die normalen Capacity Disks schreiben. Also da ist umso weniger, umso besser. Und beim Read Cache ist eigentlich umso höher, umso besser, weil umso mehr Hits können wir direkt aus dem Cache bedienen, anstatt das Ganze von den Capacity Disks, Spindel-Harddisks zu holen. Wir haben früher immer gedacht, die beste Lösung ist, in unsere Server alles Solid States zu packen, also All Solid State Drives in einen Server und dachten, das ist schnell. Unter dem Strich erste Lektion ist, es kommt darauf an, was für Solid States ihr benutzt, da kommt Beat auch noch darauf zu sprechen. Und Punkt Nummer 2 ist, nein, ihr könnt gerade so gut Spindel-Harddisks nehmen und Cache wirklich nur auf SSD laufen lassen. Man merkt keinen Performance-Unterschied und hat eigentlich mit der All-SSD, All-Flash-Speicher eigentlich nur ziemlich viel Geld ausgegeben, in den meisten Fällen. Kommt natürlich immer auf den Ladefaktor darauf an, was man damit machen möchte. Vielleicht noch hier unter Volumes. Da sieht man noch unsere 2 Volumes, die wir haben. Also wir haben eigentlich nur ein Volume und die Cluster Performance History. Ich möchte hier aber noch kurz reingehen und zeigen, weil hier haben wir die Application aktiviert. Und einfach, dass ihr mal einen Praxiswert habt, nicht nur Marketing-Slides von Microsoft. Wir haben ja wirklich Nutzdaten drauf, wir haben VMs drauf, verschiedene, wir haben aber auch ganz viele Projektdateien etc. mit drauf. Und wir sparen jetzt in unserem Falle 1,21 Terabyte, also insgesamt 61% sparen wir ein durch die Aktivierung für die Application. Also nicht zu verachten, dieses Feature, dass man da auf Volume-Ebene einschalten kann und dass da auch regelmäßig, wie man hier sieht, wieder mal eine DIT-Application im Hintergrund durchführt. Tja, auch hier natürlich unter Failover Cluster Manager, der genau das gleiche eigentlich besagt und man das genau gleich auch managen könnte wie im Windows Admin Center. Teilweise muss man immer noch Dinge im Failover Cluster Manager erledigen, weil es im Admin Center noch nicht geht oder nicht sauber funktioniert. Aber sie arbeiten ja daran, obwohl auch nicht mehr so regelmäßig wie noch vor einem halben Jahr. Also hoffen wir, dass da der Update-Rhythmus wieder ein bisschen in Bewegung kommt. So viel mal zu meiner kurzen Demo, wie so ein Cluster überhaupt aussieht. Und mit dem übergebe ich das Wort erstmal an Beat, der euch ein bisschen mehr über die Hardware erzählt, die man da überlegen sich sollte. Ja, genau. Also, als ich mir da das erste Mal das Hyperconverged Cluster Ding angeschaut habe, da war ich recht verwirrt, weil bis jetzt war es immer so, normalerweise, wenn wir einen Server kaufen, dann wollen wir unser Windows drauf installieren. Und auch wenn es ein Linux ist, ist es dasselbe. Man startet das Provisioning Tool, das da der Hersteller der Hardware uns mitgegeben hat. Smart Provisioning zum Beispiel HP oder so. Und dann das erste, was wir getan haben, ist immer, wir haben mal den RAID-Controller konfiguriert. Wir haben gesagt, wie wir unsere Platten in was für RAIDs, die wir aufteilen wollen. Und dann haben wir diese RAIDs ans Windows weitergegeben. Von dem könnt ihr euch mal zum größten Teil verabschieden. Hyperconverged Cluster, ein
Klassische Cluster funktioniert mit einem zentralen Speicher und wenn ein Node ausfällt, dann übernimmt ein anderer Node den Speicher, den Besitz des Speichers. Hyperconverged Cluster funktionieren, das sind Copy-Cluster. Es funktioniert mit Kopien. Also da werden Kopien der Daten intelligent abgelegt, dass eben einzelne Nodes des Clusters oder auch einzelne Festplatten des Clusters ausfallen können und der ganze Speicher weiterhin zur Verfügung steht. Weil wenn wir jetzt schauen, also ein früher ganz normale Server, die nicht in einem Cluster waren, die hatten wir dann meistens sehr stark bestückt mit irgendwelchen Festplatten. Wenn ihr dann Cluster betreibt mit klassischen Cluster, dann habt ihr einen zentralen Speicher, dann sind die Server meistens nur noch mit 2 oder vielleicht 3 Festplatten ausgestattet, wo wir dann das Betriebssystem drauf installieren, weil die Daten liegen ja dann auf dem zentralen Speicher, sprich auf dem SAN. Bei Hyperconverged Cluster ist das alles nicht so. Wir arbeiten mit Direct Attached Storage, was bedeutet, die ganzen Festplatten, die wir im Server einbauen, benutzen wir, um unsere Daten abzulegen. Also ist mal die erste Frage, die wir da haben. Ich muss meine Server so weit wie möglich mit Festplatten ausstatten. Ich habe mir da ein Beispiel genommen anhand von HP ProLiant DL380. Da gibt es verschiedene Ausbaustufen, die man da verwenden kann. Von der Vorderseite her gesehen, wir können 3 Festplatten-Cases einbauen und können also ein HP DL380 mit bis zu 24 Festplatten bestücken auf der Vorderseite. Dann gibt es auch noch weitere Möglichkeiten. Also wir können auch hingehen und sagen, okay, ich brauche immer noch ein DVD-Laufwerk. Macht nicht mehr viel Sinn, weil wir bekommen kein Windows mehr auf irgendwelche DVDs. Wir müssen immer mit ISOs und USB-Sticks arbeiten und so. Aber der Vorteil ist zum Beispiel dieses Modul hier. Ich kann 2 Festplatten verbauen, aber ich habe auf der Vorderseite auch 2 USB und ein DisplayPort. Je nachdem, wie gut mit KVM-Switch euer Serverraum ausgestattet ist, seid ihr vielleicht noch froh. In unserem Fall bin ich froh, weil wir haben einfach Bildschirm, Tastatur und Maus und dann kann ich das schnell hier reinstecken bei dem Server, den ich anschauen will und alles ist okay. Also das ist auch eine Möglichkeit und weitere Möglichkeiten bei HP DL380 Servern haben wir auch noch, dass wir zum Beispiel auch noch hinten raus noch Disks einbauen können. Also wir können bis zu 3 Cases nach hinten raus in einen DL380 einbauen, die jeweils dann auch wieder 2 Platten aufnehmen können. Sprich, wir können also bis zu 30 Festplatten in einem DL380, HP DL380 verbauen. Das löst schon mal unser Problem. Wir haben jetzt Direct Attached Storage, nicht mehr irgendein SAN und daher müssen wir natürlich auch entsprechend Speicherplatz im Server selbst zur Verfügung stellen können. Dann kommt eine weitere Spezialität der Hyperconverged Cluster, wie wir die Disks, die wir jetzt alle in den Server eingebaut haben, dem OS präsentieren. Früher, da steht nur Storage Controller, früher habe ich Storage Controller, wie die meisten von euch, RAID Controller genannt. Wir kommen gerade noch darauf zurück, warum das jetzt nun nicht mehr ein RAID-Controller, sondern ein Storage-Controller ist. Also der Storage-Controller ist das Teil, das wir irgendwie zwischen Festplatten und Betriebssystem benötigen. Wenn wir jetzt eben den Server so weit ausbauen, dass wir so viele Festplatten, bis zu 30 Festplatten einbauen, dann kommt ein weiteres Bauteil zum Zug, das wichtig ist, die SAS Expander Card. Weil das Problem ist eigentlich das, wenn wir jetzt uns die Grafik anschauen, wenn ich den Server vollständig bestücke, ich habe vorne 3 Körbe mit je 8 Disks, ich habe hier nach hinten raus noch je 3 Körbe mit 2 Disks, also ich habe 30 Disks verbaut. Das hier, der P816, das ist ein Storage Controller, der hat schlichtweg nicht genug Anschlüsse, um all diese Disks an den Storage Controller anzuhängen. Darum brauchen wir diese Expander Card.
weil so ein 8er-Korb hat 2 Anschlüsse, die schlussendlich irgendwie am Ende aufs Mainboard und dann schlussendlich zum OS müssen. In diesem Fall, ja. Nur ganz kurz, das war noch beeindruckend für mich, als Softie. Storage Control, hast du gesagt, ist der neue Begriff für Write Controller, oder? Ja. Genau, also eben für diejenigen, die Storage Control zum ersten Mal hören, Write Controller. Genau, das Problem ist, kommt eben genau jetzt. Zuerst, also ja, wenn ihr voll bestückt, dann braucht ihr einen P816, weil die SAS Expander Karte hat nur 7 Anschlüsse. Wenn ihr noch, also 9 Anschlüsse, 2 benötigt ihr zum anderen Array Controller kommen. Wenn ihr voll ausgebaut habt, braucht ihr 816, dann könnt ihr diese direkt anhängen. Wichtig, der wichtige Punkt bei diesem Storage Controller, also wenn ihr weniger Disks drin habt, dann reicht auch ein 408er i. Warum Storage Controller, nicht Tray Controller? Das Problem ist, für Storage Space Direct müssen wir die Disks, die wir für Cache oder für Speicher verwenden, müssen wir einzeln dem Betriebssystem geben. Am Anfang habe ich gesagt, früher haben wir den Server aufgesetzt, haben den RAID-Controller konfiguriert, haben gesagt, diese Platten sollen ein RAID 5 sein, diese Platten sind ein RAID 1 für das OS und so weiter. Wir machen immer noch für das OS ein RAID 1, weil das ist, ich kann nicht auf dem Storage Space Direct mein OS installieren, also brauche ich immer noch irgendwo einen ausfallsicheren Speicher, wo ich mein OS installieren kann, wo ich mein Windows installieren kann. Darum muss dieser Storage Controller sowohl RAID wie auch Host-Bus-Modus können. Denn die restlichen Platten, die ich dann eben für Cache oder Speicher verwende, die werden direkt dem Windows übergeben. Genauso wie wenn ihr an eurem PC zu Hause eine neue Festplatte anbaut, dann seht ihr die im Windows. Wenn ihr an einem Server früher mit RAID-Controller eine neue Platte eingebaut habt, dann sind ihr ins Windows gegangen, ihr habt die Platte nicht gesehen. Ihr müsstet in der RAID-Controller die Platte ins RAID aufnehmen und dann habt ihr es erst im Windows den erweiterten Speicherplatz gesehen. Sprich, wir haben dann irgendwelche 2 Disks, da kommt das OS drauf und die ganzen restlichen Disks, die werden dann eben im Hostbus-Modus dem Betriebssystem übergeben. Das ist mal eine Spezialität, die für mich sehr speziell war am Anfang. Da musste ich zuerst ein bisschen mich damit auseinandersetzen, um diese neue Logik zu verstehen. Sorry. Gut. Dann schauen wir uns mal an. Wir haben jetzt OS-Disks und verschiedene andere Typen von Festplatten in so einem Hyperconverged Cluster. Eben, wie ich schon gesagt habe, OS-Disk ist klar, da brauchen wir noch, denn wir können das OS nicht auf dem Storage Space Direct installieren. Bei OS-Disks wollen wir eine Ausfallsicherheit haben. Wenn mir da eine Festplatte stirbt, dann will ich nicht, dass der ganze Server down ist. Oder? Dann mache ich ein RAID 1 mit 2 Festplatten. Dann kann ich reagieren, wenn eine Festplatte defekt ist. Ein Punkt aus der Erfahrung, die wir schon gemacht haben, ist, wenn wir jetzt so ein To-Know-Cluster hinstellen für einen Kunden, dann kommen 10, 15, 20 VMs drauf, dann werden wir diese Server mit entsprechend viel RAM ausstatten. Die Menge des RAMs repräsentiert sich auf der OS-Platte als Pagefile. Also sprich, wenn ihr jetzt einen Server mit 384 GB RAM ausstattet, ist heute nichts mehr Spezielles. Vor 5 Jahren hätte man da Gott und so, aber heute ist das nicht mehr Spezielles, oder? Das gibt es, 256, 384 GB RAM, das ist State of the Art mittlerweile. Und natürlich auch eben, wenn ihr da so viele VMs drauf laufen lassen, brauchen wir das auch. Und das bedeutet auch, dass man eben auf dem Laufwerk C genug Platz lassen muss, damit wir nicht am Schluss das Pagefile verkleinern müssen. Natürlich ist das eine Option, aber es ist immer besser, wenn wirklich was physisch an RAM vorhanden ist, auch ein Pagefile dann möglich ist. Weil sonst habt ihr auf dem C relativ schnell keinen Platz mehr. Dann natürlich auch fürs OS möglichst schnelle Platten, SSDs oder vielleicht 10, eher 15.000er Platten nehmen. Wir haben jetzt bei unseren Kunden, wo wir so ein Hyperconverged Cluster gebaut haben, in der Regel SATA oder SAS SSDs genommen. Dann die weitere Typ Disk, der sehr wichtig ist, sind eben die Cache Disks.
Vielleicht noch kurz, André hat da gesagt, ja, wir haben mal auch unsere Server einfach mit SSDs ausgestattet, das ist wunderbar, dann hast du schnell einen Speicher, das ist so, das ist eine Tatsache. Diese Cache-Technologie hat es einfach noch nicht gegeben. Warum gibt es die Cache-Technologie? Microsoft hat einfach, ja, sie haben begonnen, ihre Cloud zu betreiben, haben gemerkt, sie brauchen viel Speicher. Zuerst haben sie einen Storage Pool gemacht, damit sie keine teuren SANs kaufen müssen. Dann haben sie gemerkt, es wäre noch gut, wenn wir das irgendwie clustern könnten und haben das eben immer weiterentwickelt. Und haben natürlich gemerkt, wir können nicht einfach das ganze RZ mit SSDs ausstatten. Das würde uns Milliarden kosten. Und da wurde eben diese Cache-Technologie dann entwickelt von Microsoft aus Eigennutz. Also sie haben das nicht gemacht, weil sie nicht zu uns sein wollten. Das ist vor allem, wird genauso auch die Microsoft Cloud betrieben. Gut, die Cache-Disks, was da wichtige Punkte sind. Also die Cache-Disks ist einfach immer, ich habe nachher noch kurz einen Slide, um die verschiedenen Disktypen sehen. Wenn wir jetzt Spindeldisks verwenden, dann können wir SSDs, NVMEs oder Persistent Memory verwenden für Cache-Disks. Sprich immer diese Disks, die schnellere Technologie haben oder schnellere Technologie und an schnelleren Bussen hängen, wie zum Beispiel eben so eine NVMe. Das sind in der Regel SSDs, die dann halt einfach an schnelleren Schnittstellen im Server verbaut sind. Dann ist noch ein wichtiger Punkt, da komme ich nachher noch ein bisschen tiefer, gehe ich da drauf ein. Es gibt SSDs mit verschiedenen Modus für verschiedene Use Cases. Da gibt es Read, Write and Mixed Mode Festplatten und Read Intensive Platten sind diese, die ihr nicht unbedingt verwenden solltet in einem Hyperconverged Cluster. Aber da sehen wir nachher noch Beispiele dazu, das erläutere ich noch etwas genauer. Der wichtige Punkt bei diesen Cache-Disks ist eben hohe IOPS. Das ist das, aber das kommt auch nochmal, da gehe ich nochmal tiefer drauf ein, zu diesen Cache-Disks. Der dritte Typ, den wir haben als Disks, sind die Storage Disks, also wo die Daten dann am Schluss wirklich auch abgelegt werden. Da kann man HDs, SSDs oder NVMEs nehmen. Ja, wenn ihr ein sehr schnelles System wollt und ein großes Budget habt, dann habt ihr Persistence Memory als Cache und NVMEs mit hohen IOPS als Speicherdisks. Und dann habt ihr sicher ein richtig performantes System. Microsoft hat mit einem solchen System mit Persistence Memory als Cache, NVMEs als Speicherdisks, 16 Nodes und in der Server 2019 haben sie 13 Millionen IOPS hingebracht. Und diese Zahl könnt ihr bei diversen SAN-Herstellern also suchen, definitiv. Also diese Cache-Funktionalität, das sieht man auch an diesem Beispiel, die bringt wirklich viel. Gut, Storage Disks, eben das kann HDs, SSDs oder NVMEs sein. Und sie sollten das Mehrfache der Cache-Disks sein. Also das sehen wir nachher auch noch mal kurz. Teilbar durch Cache-Disks. Hier noch die kurze Ansicht über die Zugriffszeiten. Hat nichts mit IOPS zu tun, das ist dann wieder in der Disk selber, wie viel IOPS liefert die Disk. Aber sie kann sicher nie höher als der Bus hergibt. Reaktionszeiten, wenn wir die verschiedenen Typen von Disks anschauen, dann seht ihr, wir sind da bei der normalen Spindelhard-Disks mit 10 Millionen Millisekunden Zugriff kommen wir zu den Persistence Memory auf 1000 runter. Also das sind riesige Faktoren, die da in den Zugriffszeiten liegen. Was uns einfach die Technologie oder der Bus ausmacht. Oder? Technologie und Bus muss ich immer sagen, SSDs Technologie hängt meistens am gleichen Bus wie HDs. NVMEs haben einen eigenen Bus, die gehen über PCI Express und PMEM natürlich sowieso, die sind in den RAM-Steckplätzen oder sonst auf speziellen Karten. Dann eben noch das Thema mit Mixed Read oder Write Intensive oder Mixed Use. Also SSDs, Server-SSDs hauptsächlich sind für verschiedene Use Cases optimiert.
wenn er jetzt irgendwo einen Server betreibt, wo eine Applikation drauf läuft, die sehr schnell Daten von der Festplatte beziehen muss, aber wenig Daten sich ändern, dann seid ihr mit Read-Intensiv absolut am richtigen Ort. Die kosten wenig, die können sehr schnell können Daten gelesen werden, aber beim Schreiben sind sie dann entsprechend langsamer. Mixed Mode soll ausgeglichen sein. An Beispielen, die ich nachher noch zeige, sehen wir, dass eben das nicht unbedingt immer so ist. Und Write-intensiv ist eben, also wir haben dann Applikationen drauf, die sehr viel ändern und genau auf einem Hyperconverged Cluster, wo Hyper-V drauf läuft, diese VMs, die schreiben und lesen sehr viel Daten. Write-intensiv ist sicher auch eine gute Option. Dann noch ein wichtiger Punkt zwischen SAS und SATA, auch dass ihr euch das vor Augen führt. Also für Cache-Disks würde ich mit Vorteil SAS verwenden und nicht SATA. Aber auch da sehen wir dann wieder in den möglichen IOPS, in den Beispielen, die jetzt gleich kommen, sehen wir dann, dass da schon mehr möglich ist über SAS als über SATA. Aber der Bus ist nicht immer maßgebend. Okay. Also die Cache-Disks. Die schnellsten, wenn wir jetzt den Cluster aufsetzen, wir haben Failover Cluster Feature installiert und wir aktivieren, haben den Cluster gebildet und wir aktivieren Storage Space Direct, dann geht der Storage Space Direct automatisch hin und sucht sich die schnellsten Platten. Wenn ihr jetzt eben, ihr habt irgendwie 3 SSDs verbaut und die restlichen Disks, die sind Host-Bus-Modus, sind Spindeldisks, die hinaufgegeben worden sind, dann wird Storage Space Direct automatisch die SSDs nehmen als Cache und die Spindeldisks als Storage, wo die Daten abgelegt sind. Daneben die Speicherdisks sollten durch die Cache-Disks teilbar sein, dass es etwa so in die Richtung kommt, weil immer eine Cache-Disks ist für eine gewisse Anzahl von Speicherdisks zuständig. Übrigens, wenn es da eine ausfallen würde, dann gibt es wieder eine Reorganisation des Speichers und dann hat er einfach eine Cache-Disk, dann 6 Disks dahinter. Nicht ideal, aber wird automatisch umkonfiguriert. Teilbar ist das Beste, dann gehen die Prozesse am schnellsten. Dann eben für Cache-Disks NVMe oder SAS-Bus verwenden. SATA geht auch, aber wir sehen dann jetzt gleich noch, die Geschwindigkeiten sind dann eben ein bisschen das Problem. Wie schon gesagt, Mixed Mode oder Write Intensive mit hohen IOPS wählen. Dann, was für IOPS hat dann so eine Disk? Ich habe da mal, also bei HP kann man das in den Quickspecs nachschauen. Ich habe da Zahlen gefunden in Quickspecs für zum Beispiel SATA-Festplatten. Da sehen wir, da gibt es verschiedene Festplatten, 480, 900 Giga, 240 und so weiter. Und mich interessieren die letzten 2 Spalten. Da sehen wir, also wir sind da bei 62.000 Random Reads und 52.000 Random Writes. Die Platten liegen ungefähr ähnlich. Da haben wir jetzt eine, die etwas unten ausbricht bei den Writes. Das ist jetzt eine, die unteren 2 sind vielleicht nicht ideal, wenn ich jetzt eben im Hyperconverged Cluster Cache Disks unter SATA betreiben will. Wie gesagt, ich würde eher SAS nehmen, aber SATA geht auch. Dann schauen wir uns mal an unter SAS, Platten, die an SAS-Bus angehängt werden. Da haben wir schon doch ansprechendere Zahlen. Und das ist das, was wir jetzt eben so für KMUs gesehen haben. Also wir selber wir haben Cache-Disks unter SAS, aber wir sind 6 Leute, das ist okay. Dann haben wir Firmen, Kunden, die haben zwischen 60 und 150 Mitarbeiter, das sind 10, 15, 20 VMs. Da kommt ihr mit diesen SAS-Platten, mit diesen 100.000 Read- and Write-IOPS sehr gut durch. Da merkt ihr keine Performance-Probleme auf den Disks. Und wenn wir jetzt nochmal weiterschauen bei den NVMEs, und da kommen eben auch recht kurlige Sachen hervor. Die ersten 3, das sind super Platten für euer Cache. Das Problem ist einfach, die oberste mit 375 Gigabyte und über 500.000 IOPS bei Read and Write, die kostet 5.000 Schweizer Franken.
nein, 2.500, sorry. Die 750er, die kostet 5.000. Also das sind dann doch, ja, wenn wir jetzt 4, 5 von diesen Dingen brauchen, dann haben wir schon, wenn wir 4 brauchen, haben wir schon 20.000 verbrannt. Aber das sind natürlich absolut. Und jetzt kommen wir eben zu diesen speziellen, wenn wir die zweitunterste anschauen, ist das doch recht speziell. Wir haben eine NVMe-Disk und die sagen Mixed Use. Ich habe gerade mal 132.000 Read und 32.000 Write. Sprich, ich bekomme auf diesem Cluster mehr Performance hin mit einer SAS-Platte, die 100 auf 100.000 auf 100.000 hat, als wenn ich diese Disk würde verwenden als Cache-Disks. Das ist absolut die falsche Wahl, obwohl sie als Mixed Mode angegeben ist. Grundsätzlich Quintessenz der ganzen Geschichte, wenn ihr die Hardware zusammenstellt für Cache-Disks, geht wirklich hin und sucht euch das Quickspecs oder die sonstigen, je nach Hersteller, Informationen. Ihr müsst wirklich schauen, wie viel IOs liefern diese Disks. Weil nur dann bekommt ihr einen performanten Hyperconverged Cluster hin. Dann das nächste Thema im Hyperconverged Cluster, was sehr wichtig ist, weil wir eben auch ganz eine andere Technologie verwenden. Wir haben nicht mehr zentraler Speicher, sondern das ist so eine schematische Darstellung eines Hyperconverged Clusters. Auch wieder in diesem Schema jetzt mit 3 Nodes. Also wir haben hier die Server und die Server haben Disks angehängt, auch wieder SSDs und Spindeldisks. Nun müssen wir uns vorstellen, wir gehen hin und machen über all diese Disks da unten machen wir einen Storage Pool. Früher, in 2012, haben wir das erste Mal Storage Pool bekommen. Da haben wir genau die Platten eines Servers zusammengefasst. Und die sind mit schnellen Kabeln angehängt gewesen an das Mainboard. Und jetzt sollen wir plötzlich über alle Server die Platten zusammenfassen. Und das geht übers Netzwerk mit diesem Storage Space Direct Layer. Das heißt, das Netzwerk sagt, wie viel IOs wir am Schluss haben. Wir brauchen ein schnelles Netzwerk, damit, wenn Daten hier geschrieben werden, müssen sie auch gleichzeitig hier oder hier geschrieben werden. Oder ich habe Capacity, dass ich dann hier Daten schreibe und hier noch eine Checksummen schreiben muss. Also muss das entsprechend schnell gehen. Also Netzwerk ist sehr wichtig. Von dem her brauchen wir 10 Gigabyte oder mehr für das Netzwerk, denn das ist das A und O, dass diese Replikation genug schnell geschehen kann. Was wir festgestellt haben, RDMA oder nicht, das ist gar nicht so wichtig. Also wir haben jetzt in den Performance-Test, die wir dann am Ende gemacht haben, bei Systemen mit RDMA oder ohne RDMA keine großen Unterschiede feststellen können. Die großen Unterschiede, die wir feststellen konnten, waren eben die Disks mit den hohen IOPS. Das war das wirklich wichtige Thema, um Performance zu erreichen. Der große Vorteil, was André auch schon erwähnt hat, wenn ihr jetzt ein Two-Node-Cluster macht, 10 Gigabyte mittlerweile, also 10 Gigabyte ist so das Minimum, was empfohlen wird für einen produktiven Hyperconverged Cluster. Wir haben auch schon 25, 40, 100 Gigabyte Netzwerk. Die Problematik ist, sobald ich dann mehrere Nodes, mehr als 2 Nodes habe, brauche ich eben dahinter irgendeinen Switch, damit ich diese verbinden kann. Diese Switches mit diesen Geschwindigkeiten sind immer noch relativ teuer. Wenn ihr einen 2-Node-Cluster habt, dann verbindet ihr das ganze Ding einfach direkt. Das ist jetzt bei uns im Serverraum, sieht das so aus. 2 Server, hier haben wir einen Node, hier haben wir einen Node, wir haben die Kabel direkt verhängt, alles wunderbar. Wir mussten uns keinen 10 Gigabit Switch anschaffen, damit wir das Netzwerk für die Storage-Replikation auch entsprechend zur Verfügung stellen konnten. Dann schauen wir uns mal an, die Kosten. Wie viel kostet mich dann sowas? Das ist relativ simpel, also die Erfahrung hat gezeigt, je nachdem, wenn ihr so zwischen 10 und 20 VMs auf dem System laufen lassen wollt, dann kommen wir so, je nachdem, was wir da verbaut, zwischen 30 und 50.000, das kostet uns etwa die Hardware. 2 Server, bestückt mit diesen SSDs, mit dieser SAS Expander Card und den richtigen RAID-Controllern und so weiter.
Storage Controller, sorry. Natürlich könnt ihr jetzt da sagen, ich nehme diese wunderschönen NVMEs, die ich euch gezeigt habe, als Cache-Disks und dann Persistence Memory als die NVMEs als Speicherdisk und die Persistence Memory als Cache-Disks, dann wird 50.000 nicht reichen. Aber dann habt ihr auch übertrieben, sagen wir mal so. Dann ein Punkt, den ihr nicht vergessen dürft, oder? Wenn wir jetzt die Hardware für 30.000 bis 50.000 angeschafft haben, haben wir die 2 Server, das ist alles drin, was wir benötigen. Dann kommen natürlich noch die Lizenzen. Bei Server 2019 haben wir ein Lizenzmodell auf Cores-Basis, sprich, wenn wir jetzt 2 Server, in jedem Server sind 2 Prozessoren, jeder Prozessor hat 8 Cores oder weniger, dann sind wir bei der Lizenzkosten von ungefähr 16.000 Franken. Wenn ihr jetzt da einfach noch Prozessoren mit 16 Cores einbaut, dann könnt ihr das Ganze schon verdoppeln. Weil wir eben pro Core mittlerweile lizenzieren müssen. Was ihr auch nicht vergessen solltet, ist Calls. Wenn ihr jetzt ein Hyperconverged Cluster aufbaut, dann solltet ihr nach Möglichkeit Server 19 nehmen, weil wir da alle Technologien drin haben, die cool sind und die auch etwas nützen. Dann braucht ihr auch die entsprechenden Calls. Wenn ihr jetzt nur Server 16 Calls habt, braucht ihr auch neue Calls für alle eure Mitarbeiter. Auch das ist nicht zu verachten, da kommt ziemlich etwas zusammen. Okay. Gut, dann erzähle ich euch noch ein, zwei Dinge über Feldtoleranz. Das kennt ihr weitgehend schon von früher. Da ist nichts irgendwie komplett neu. Grundsätzlich hat aber bei Hyperconverged Clustern und bei Storage Spaces Direct 7 Optionen zur Auswahl und zur Verfügung. Zum einen der gute alte Two-Way Mirror, den ihr machen könntet. Und dieser Two-Way Mirror, das sieht so aus, dass er mindestens mal 2 Nodes braucht. Minimum. Ihr könnt natürlich auch mehr Nodes haben. Ihr könnt ja bis zu 16 Nodes haben. Und er sucht dann sich selber aus, auf welchen Nodes dieser Two-Way Mirror eigentlich gebildet wird. Aber mit 2 Nodes gibt es eigentlich fast ziemlich wenige Möglichkeiten. Da könnt ihr eigentlich einfach nur einen Mirror machen. Dann werden im Prinzip beiden Geräten auf beiden Nodes die gleichen Daten mal geschrieben mit diesen Slaps, die da generiert werden. Die Fehlertoleranz ist in dem Fall natürlich auch, dass entweder eine Festplatte kaputt gehen kann gleichzeitig und das System ist immer noch online während diesem Zustand. Wenn eine zweite kaputt gehen würde, müsstet ihr natürlich erst die ersetzen, respektive rekonstruieren. Also aber eine kann kaputt gehen oder ein ganzer Node kann natürlich neu gestartet werden, vielleicht auch für Updates etc. Die Effizienz, also die Ausreizung des Speichers ist bei 50%. Das heißt, wenn ihr 2 Terabyte an Festplatten drin habt, in beiden Servern zusammen, dann könnt ihr 1 Terabyte auch wirklich benutzen als Nutzspeicher. Das Schöne ist bei Mirror, die Performance ist sehr groß, weil geschrieben wird zwar auf beide, aber das macht ihr ja parallel, aber lesen kann man im Prinzip von je einem System oder von beiden Systemen gleichzeitig, was natürlich die Performance um einiges erhöht. Alternativ gibt es dann auch noch den Three-Way Mirror. Für einen Three-Way Mirror, also eine 3-Wege-Spiegelung, braucht ihr natürlich dann auch 3 Nodes, sonst geht das nicht. Also ein Two-Node-Cluster so nicht möglich. Das Coole ist bei einem Three-Way Mirror, dass ihr 2 Fehlertoleranzmöglichkeiten habt. Das heißt, es können 2 Nodes gleichzeitig von diesen 3 neu gestartet werden und das System läuft weiter, solange natürlich RAM-mäßig die eine Maschine alles noch tragen kann. Also es könnten zum Beispiel jetzt auch einer durchgebootet werden und während dem Durchbooten stirbt eine Harddisk von einem der anderen beiden und das würde weiter funktionieren. Effizienz natürlich auch entsprechend, weil es 3-mal abgelegt wird, natürlich nur 33,3% dann nutzbar ungefähr und die Performance aber natürlich wiederum um einiges höher, weil natürlich von 3 verschiedenen Systemen auch gelesen werden kann. Was es auch noch gibt, ist das Single Parity. Single Parity ist ein bisschen das Stiefkind, das möchte niemand benutzen, obwohl es gibt. Aber Single Parity braucht mindestens 3 Nodes, ist vergleichbar mit dem guten alten RAID 5. Fehlertoleranz ist ein Node, also eine Festplatte oder ein Node kann ausfallen gleichzeitig und es läuft noch weiter. Das Schöne ist natürlich die Effizienz, also ihr habt 65 bis 90% ungefähr nutzbaren Speicher. Das kommt ein bisschen auf die Anzahl der Nodes drauf an. Ich meine, mit 3 Nodes Minimum habt ihr 66%. Wenn ihr aber 16 Nodes habt, habt ihr 15 von diesen Speicherplätzen eigentlich nutzbar. Also eigentlich sogar noch höher als 90% fast.
Das Problem ist ganz klar bei Single Parity die Performance. Also es ist für Capacity ausgelegt, um möglichst Dateien ablegen zu können, speichern, archivieren zu können, aber nicht unbedingt Dateien, die da viel zugegriffen werden muss. Also ein bisschen wie schon gesagt, nobody likes me, Single Parity, das ist so, ja, schlechte Performance, wenig Fehlertoleranz, nicht unbedingt das Wahre. Ab 4 Nodes könnt ihr Dual Parity fahren. Und das ist eigentlich das, was Microsoft dann empfiehlt, wenn ihr viel Speicherplatz haben möchtet, nutzbaren, aber die Performance nicht so wichtig ist, dann ist Dual Parity die richtige Wahl. Dann braucht man aber schon 4 Nodes, weil halt eben 2 Paritätsbits geschrieben werden und nicht nur eines, eben Single Parity. Dafür können aber auch 2 Nodes oder 2 Harddisks ausfallen. Die Performance bleibt aber schlecht. Und die Effizienz liegt dann ungefähr ein bisschen tiefer, aber immer noch bei 50-80%. Also immer noch besser, je nach Anzahl der Nodes, als bei einem Mirror, wo einfach viel verloren geht. Dann könnt ihr aber, wenn Storage Spaces Direct auch abenteuerliche Sachen machen, wie zum Beispiel ein Mirror Accelerated Parity. Also ihr könnt das Ganze kombinieren miteinander. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich möchte ein Volume generieren, das 200 Gigabyte vom Two-Way Mirror benutzt und 800 Gigabyte vom Dual Parity benutzt. Und dann werden Dateien, die oft benutzt werden, automatisch auf die performanteren Mirror abgelegten Festplatten gespeichert und alles andere, was mehr Archiv ist, eben auch auf den langsameren Dual Parities. Also auch diese Möglichkeiten sind gegeben. Da ist es natürlich schwierig zu sagen, wie schnell ist jetzt das. Das ist performancemäßig etwas zwischen Parity und Mirror. Effizienzmäßig, je nach Clusternodes, um wie viel Prozent ihr von beiden nehmt und kombiniert, irgendwas zwischen 33 und 80% vom nutzbaren Speicherplatz her gesehen, aber natürlich auch mit dem großen Vorteil, ihr habt bis zu 2 Nodes oder HDs Fehlertoleranz. Minimum Nodes sind aber auch wiederum 4 Nodes. Wenn wir schon von einem Cluster für KMU sprechen, ist etwas ganz spannend, weil ein KMU-Cluster sind ja meistens genau Two-Node-Clusters, weil man sie direkt miteinander verbinden kann. Und da gibt's seit 2019 2 neue Fehlertoleranzmechanismen, die aber nur auf einem Two-Node-Cluster und auf Sauer 2019 möglich sind. Und zwar reden wir hier von Nested Resiliency. Das heißt, zum einen könnten wir einen Nested Two-Way Mirror machen. Das ist ein Two-Way Mirror in einem Two-Way Mirror. Das heißt, ihr habt im Prinzip die Daten mal auf beiden Nodes gespiegelt und innerhalb der Nodes nochmals gespiegelt. Heißt, ihr habt die Daten 4-mal abgelegt und 4-mal weniger Speicherplatz zur Verfügung, als ihr eigentlich gekauft habt. Das ist der Nachteil. Dafür habt ihr aber eine enorme Performance, das ist die bestperformante Möglichkeit, weil halt eben von 4 Orten parallel gelesen werden kann und somit durch einen super Performance-Wert erzielt werden kann. Effizienz, wie gesagt, nutzbar nur 25%. Was aber auch cool ist, bei einem Two-Node-Cluster kann ein Node ausfallen und eine Festplatte des anderen Nodes gleichzeitig auch und es funktioniert immer noch. Und schon wegen dem und wegen der Performance ist das eigentlich die Variante, die wir eigentlich jetzt überall gebaut haben, weil man auch sagen muss, dass die Capacity Disks, die Spindelfestplatten, nicht wirklich preislich teuer sind und das Caching halt eben dennoch eine wunderschöne, schnelle und smooth Leistung eigentlich garantiert. Wenn man nicht ganz so viel Performance haben muss, aber ein bisschen mehr Effizienz haben möchte, gibt es noch die zweite Variante für Two-Node-Clusters unter 2019 und das ist das Nested Mirror Accelerated Parity. Also nicht mehr ganz so performant, aber effizienter mit 35-40% nutzbarem Speicher. Da macht man eigentlich ein Mirroring auf beide Cluster Nodes und innerhalb der Cluster Nodes macht man noch ein Dual Parity oder ein Single Parity, je nachdem, wie man das da sehen möchte. Und somit hat man natürlich ein bisschen mehr Ausnutzung des Speicherplatzes, der zur Verfügung steht, aber ja, geht natürlich jetzt zulasten der Performance. Das also die 7 Möglichkeiten, die ihr da habt, um Volumes zu bauen, dann auf diesen Storage Spaces Direct. Wenn wir so langsam jetzt mal den ISO-Layer von unten nach oben gekommen sind. Als nächstes noch ein paar Worte von Beat zum Quorum und zum Cluster-Aware Update.
Und Bert, wenn wir schon wieder 5 Uhr haben, möchte ich dich bitten, nur einen Slide dieser Slides zu zeigen, etwas dazu zu sagen und nicht länger als 1 Minute pro Slide. Kannst du das? Schwierig. Ich weiß, aber du darfst das. Mach schnell. Klassische Cluster, 2 Nodes. Wir haben einen zentralen Speicher, wir machen eine kleine LUN darauf und das ist unser Quorum. Und dann je nachdem, wenn ein Node ausfällt, muss der andere einfach schauen, dass er das Quorum in Besitz nehmen kann. Wir hatten 3 Stimmen, jetzt haben wir 2, der macht weiter. Genauso ist es, wenn der andere ausfällt. Dann übernimmt dieser Server das Quorum, hat 2 Stimmen und der Cluster wird weiter betrieben. Problem ist jetzt im Hyperconverged Cluster, wir haben diese lokalen Storage. Wo gehen wir jetzt hin mit diesem Quorum? Das ist halt die Problematik. Ich kann es weder hier noch hier setzen. Wenn dieser Server ausfällt oder dieser Server ausfällt, was will ich dann? Oder dann ist das Quorum weg. Zum Glück können wir aber auch neben Datenträgermehrheit auch eine Freigabemehrheit machen. Und wenn ihr jetzt in eurem Netzwerk wirklich nur noch 2 Server habt und keinen weiteren Server, da steht vielleicht, bei den meisten steht noch ein älterer Server, den da weiter dreht, da hat man auch sonst noch Zeugs drauf, vielleicht ein Backup-Server, was auch immer. Wenn nichts da ist, dann habt ihr trotzdem Geräte, die Netzwerk können. Da gibt es einen Router zum Beispiel. Die meisten Router, die wir heute haben, die können irgendwo einen USB-Stick einstecken und auf diesem USB-Stick kann ich einen File-Share erstellen. Wenn jetzt nun ich das als Quorum nehme, dann habe ich keinen Datenträger mehr, aber eine Dateifreigabe. Wenn ein Server ausfällt, dann verbindet sich der andere Server mit diesem, übernimmt den Besitz dieser Freigabe und hat dann wieder 2 Stimmen und kann entsprechend die Workloads weiter betreiben oder auch umgekehrt, wenn der andere ausfällt. Das Problem, was wir jetzt nun haben, ist, dieses Gerät hier unten, das ist wahrscheinlich nicht in der Domäne. Sprich, wir müssen irgendwie normalerweise, wenn wir ein File Share als Quorum verwenden, dann ist das mit Kerberos über AD abgesichert. Da muss ich einfach schauen, dass diese Cluster Nodes und der Cluster Service entsprechend Recht auf diesem Share haben. Nur jetzt, dieser ist nicht in der AD, habe ich ein Problem. Was mache ich? Da hat Microsoft eben uns einen zum CNDLED Set Cluster Quorum eine Erweiterung gegeben, nämlich Credentials, ein neues Parameter. Sprich, ich mache hier eine Freigabe auf diesen Router, habe einen lokalen Benutzer des Routers mit einem Passwort, kann ich hier mit GetCredentials angeben. Ich sage, wo den Nuance-Pfad zu diesem Share auf diesem USB-Stick, gebe die Credentials an und dann kann das als Quorum verwendet werden. Weitere Option, die es gibt, ist, ihr könnt auch das Quorum auf Azure ablegen, auf dem Azure Blob-Speicher. Da haben wir auch wieder die Erweiterung des CNDLED Set Quorum mit Account Name. Da gebt ihr den Account für den Azure Account an, der Recht hat. Und mit dem Wizard, wenn ihr diesen Blob-Speicher einrichtet, bekommt ihr einen Access Key. Den gebt ihr dazu. Und dann können die beiden Nodes auf diesen Blob-Speicher zugreifen. Und wer der Besitzer ist dieser Freigabe, ihr habt 2 Stimmen. Dann Cluster-Aware Updating, das könnten wir vielleicht weglassen, André. Das ist nicht so wichtig, finde ich. Vielleicht nur 1, 2 Worte zu Cluster-Aware Updating. Also grundlegend waren wir am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Was macht Cluster-Aware Updating grundsätzlich? Es packt den ersten Node mal in den Maintenance-Mode, verschiebt den ganzen Workload, also die ganzen VMs auf den zweiten Node, aktualisiert dann diesen ersten Node, bootet ihn durch mit den ganzen Updates. Sobald er wieder da ist, packt er automatisch den wieder in den normalen Modus, verschiebt dann die VMs wieder zurück. Bis der Speicher repliziert ist, das ist der wichtige. Warte, bis der Speicher repliziert ist, ganz genau, schiebt die ganzen VMs rüber auf den Node 1, macht dasselbe mit dem Node 2, bootet ihn durch und verteilt dann die VMs wieder automatisch nach der Reparatur des Speichers, dass wir beide entsprechend die gleichen VMs drauf hatten wie vorher. Wichtig ist die Speicherreplikation dazwischen. Das ist eine Phase, die es einfach benötigt. Ich meine, wenn ihr einen geteilten Speicher habt auf mehreren Nodes und er bootet einen durch, dann muss diese Spiegelung oder dieses Dual Parity oder was auch immer darunter ist auf diesen Volumes, muss repariert werden. Das ist nichts Negatives, wie was Falsches reparieren, sondern im Prinzip ist es eine Resynchronisation. So sollte es Microsoft nennen. Reparatur tönt viel zu negativ.
Bei Windows Server 2016 hat man das nicht mal gesehen, diese Phase. Das ist noch gefährlich, weil wenn man den zweiten Node in den Maintenance Mode nimmt und durchspootet, wenn er noch nicht fertig repliziert hat und repariert hat, dann kann man den VMs mal kurz Adieu sagen, dann hat man nicht mehr eine 100%ige Fehltoleranz, dann werden die abgewürgt und müssen neu gestartet werden. Also immer schön warten, bis repliziert ist. Grundsätzlich aber eine sehr gute Sache, hat sich gut bewährt, dieses Clusterware Updating, und wir setzen das eigentlich rege ein. So, wir haben ein bisschen Verspätung, 6 Minuten, aber wir möchten dennoch zur Verfügung stehen, falls ihr noch Fragen habt. Dann könnt ihr diese gerne stellen. Grundsätzlich vielleicht noch kurz, bevor wir diese Fragen noch beantworten, aber ihr könnt auch schon mal Gedanken dazu machen. Ich aktiviere auch schon mal den Q&A-Modus. Also alles, was ihr im Chat schreibt, kommt bei uns dann als Frage. Möchte ich dennoch kurz nochmals den Screen freigeben. Wir haben ja die Plattform gewechselt von Educate Online auf ClickMeeting. Das hat verschiedene Gründe. Teilweise wurden die Bildschirmfreigaben nicht richtig gesehen von den Leuten etc. Oder wir hatten bei den Online-Kursen teilweise auch Aussetzer, dass die Leute nicht mehr ihr Mikrofon freigeben konnten etc. Wir haben da ein bisschen rumgeguckt, haben dieses Produkt hier gefunden, das eigentlich sehr relativ gut funktioniert. Wir haben jetzt auch die Geekmania-Seite mal vorerst umgeleitet auf das iTrainClickMeeting.com. Da sind die nächsten Themen zu finden. Wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, sind da 2 weitere Themen drauf, die wir noch nicht offiziell angekündigt hatten. Die Information geht nämlich erst morgen raus per Newsletter. Wir haben uns entschieden, nicht mehr wöchentlich eine Virtual Geekmania zu machen. Jetzt, wo der Lockdown langsam vorbei ist, können wir das Ganze wieder ein bisschen gechillter angehen. Auch für uns ein bisschen gechillter dann wieder diese Wochen der Vorbereitung. Wir machen in Zukunft einen Geekmania oder Virtual Geekmania Thursday, welches immer der letzte Arbeitstag, Donnerstag im Monat, im Kalendermonat ist. Das wäre halt daneben im Juni der 25.06. und im Juli der 30.07., wo wir jetzt schon mal 2 interessante Themen ausgeschrieben haben. Zum einen die Evolution von PowerShell, der unser Timothy Markiewicz leiten wird. Da wird es vor allem auch darum gehen, was da so jetzt da mit PowerShell Core und PowerShell 7 und PowerShell 7.1 passiert ist. Und auch ein bisschen mal einen Rückblick geben auf die ersten PowerShell-Versionen, die eigentliche Idee davon, wo es jetzt hingegangen ist und wo es hingehen wird. Also sehr eine spannende Sache, weniger PowerShell-Syntax, sondern mehr mal, hey, wie soll ich jetzt mit diesen ganzen Versionen umgehen und was ist dieses Core und was macht das und wo geht's hin? Sehr spannend. Und am 30. Juli habt ihr nicht wieder eine Session über File-Server-Migration und Notes from the Field. Da geht's vor allem mal darum, dass wir euch berichten, wie wir da so einige 2008 R2er noch loswerden mussten bei Kunden und die verschiedenen Ansätze, die wir da versucht haben, auch mit dem Storage Migration Service etc. Und können da euch aus erster Hand noch ein paar Informationen zu unseren Erfahrungen geben. Erzählt es bitte weiter. Und behaltet es nicht nur für euch, wenn ihr es gut fandet. Wenn ihr es kacke fandet, dann sagt niemandem davon und kommt dennoch wieder. Probiert es ein weiteres Mal aus. Nee, es wäre schön, wenn ihr es weiter erzählen würdet. Wir leben von dem. Ich meine, es ist kostenlos, darum ist es keine Werbung. Da kann man das wirklich gut erzählen. Aber es wäre natürlich schön, wenn dann irgendwann auch mal ein paar weitere Personen dazu kämen und dann vielleicht auch mal eine kostenpflichtige Geekmania buchen würden. Oder vielleicht mal an der einen oder anderen Expertise von uns da auch mal interessiert sein sollten. In diesem Sinne ist Michaela gerade noch was am Schreiben, aber ich sehe sonst keine Fragen, die da gekommen sind. Das ist nur ein Dankeschön. Ich würde sagen, dann mache ich den Q&A-Modus wieder aus, weil da scheinen keine Fragen zu sein. Wünsche euch ein gutes Wochenende jetzt schon, ein gutes verlängertes Wochenende, ein Pfingstwochenende. Und ich hoffe, euch nächste Woche zu sehen, Donnerstagabend oder Donnerstagnachmittag wieder 4 bis 5 mit mir und Marco Zweifel als Code Monkey, wenn es dann heißt PowerShell Kickstarter. Ich wünsche euch einen schönen Abend, noch einen guten Freitag und bis bald. Ciao zusammen. Ja, von mir. Schönes Wochenende. Wenn ihr einen Happy Converge Class baut, meldet euch, wir helfen euch. Und nochmals Happy Birthday, Philipp. Genau.
just wanted to wish you a happy birthday, Philip Altener. Let's make it great again. Have a great day, Philip.